Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Caro Wirth-Geib, ich bin die Abteilungsleiterin für Didaktik hier an der Schule. Wir haben ganz viele Erfahrungen inzwischen gesammelt und ich möchte Sie einladen, so ein bisschen hineinzugucken in unser, ja, ich sag mal, Labor. Wir probieren im Unterricht ganz vieles gemeinsam mit ganz verschiedenen Lerngruppen, aber doch irgendwo mit allen Kolleginnen und Kollegen aus. Und das ist also ein Brodeln und ein Erfahrungsschatz. Und ich bin ganz glücklich, dass Sie neugierig sind, daran so ein wenig teilzunehmen. Sie bemerken schon daran, dass ich jetzt hier stehe, dass bei uns das ganze Thema It's Learning im Rahmen von Unterrichtsentwicklung ich möchte eigentlich sagen, inzwischen den Schwerpunkt ausmacht. Uns geht es also im Wesentlichen darum, Unterricht nicht unbedingt neu zu entwickeln, aber doch anders zu denken und da ein Stück voranzukommen, gemeinsam. Und da Ideen zu entwickeln, didaktische Ideen, das ist eigentlich unser Kern. Wenn wir heute davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, dann bewegen sie sich eben nicht mehr nur in analogen Räumen, in einem schönen Gebäude von Fritz Schumacher und so weiter, das ist alles schön und gut, sondern was Schüler heute so einen Spaß macht, ist das Surfen im Orbit. Also wenn wir mal den digitalen Raum als Orbit verstehen wollen, dann ist es klar, dass es für Schüler, auch für uns, glaube ich, ein unheimlich spannender, ganz großartiger Raum ist, wo man andauernd in einen Flash gerät, in einen neuen Schritt, ach, das kann ich ja auch noch mal machen und das kann ich auch noch mit hinzunehmen, auch wir als Lehrer. Auch die Schüler, ich gehe da noch mal rein, ich klicke das noch mal an, ach, da habe ich ja noch eine viel bessere Karikatur für meinen Unterricht und so weiter. Man kann sich da lange aufhalten. Hier vorne, für die es nicht lesen können, steht, so, jetzt der nächste Beam. Wow, da noch mal hin. So ist es in diesem digitalen Orbit, aber es ist eben auch so, kann mir jemand sagen, wo ich hin will? Wenn wir die Schüler in die Aufgabe schicken, recherchier doch mal, dann wissen wir ja natürlich in Wirklichkeit überhaupt nicht, was sie tun. Also wir wissen noch nicht mal, in welche Richtung überhaupt, also das All hat ja in dem Sinne auch gar keine Richtung. Es hat alle Richtungen und genauso läuft es natürlich. Und natürlich gibt es auch Schüler, die sich so weit vertiefen, dass wir als Lehrer daneben stehen und rufen. Rufer in der Wüste, kommt zurück, guckt hierher, Lehrplan. Aber das kann natürlich nicht die Perspektive sein, sondern ganz im Gegenteil. Wir entwickeln hier Ideen und glauben, dass es der Kern eigentlich ist, zu sagen, wir als Lehrer in unserer Expertise, als Didaktiker, müssen jetzt etwas Neues kreieren. Es gongt hier öfter, man muss einen kleinen Moment warten. Wir müssen etwas Neues kreieren und zwar mit unserer didaktischen Expertise. Wir brauchen digitale Lernräume. Also nicht nur Tools. Digitale Tools gibt es ja wie Sand am Meer und Apps und dafür noch was und das noch, um das zu rechnen und das zu machen und das zu bebildern und so weiter. Was wir brauchen, sind didaktische Räume, in denen das, was wir in der analogen Welt so gut können, einen Stoff aufbereiten, sodass er für jede Art von Lerngruppe verfügbar wird, zugänglich wird. Das müssen wir jetzt eigentlich auch im digitalen Bereich machen und dafür müssen wir nicht nur Tools haben, wir müssen solche digitalen Lernräume schaffen. Da können die Schüler selbstständig, zum Beispiel bei uns in der Studienzeit, hineingehen und welchen Vorteil hat das? Muss ich Ihnen ja gar nicht auseinanderfieseln. Es hat natürlich den Vorteil, dass dieser Raum eben auch wiederum unbegrenzt ist. Das heißt, Deutsch ist nicht, wenn Deutsch ist. Ja, Beschäftigung mit einem Gedicht, mit Lyrik ist nicht, weil jetzt Deutsch ist und dann fertig. Und natürlich genauso für Mathe. Nicht? Also ich muss gar nicht aufhören, Mathe zu rechnen, nur weil es jetzt gongt. Ich kann das an anderer Stelle fortsetzen, ich kann etwas vertiefen in einem digitalen Lernraum, wenn ich das möchte und wenn ich Zeit für selbstständiges Lernen dazu habe. Das ist etwas, was wir hier ausprobieren. Diese didaktischen Lernräume zu kreieren, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Sie werden einige davon hoffentlich kennenlernen von unseren Kollegen und sich dafür interessieren. Und dann ist es eben so, dass das Lernen nicht mehr beliebig und lost im Space ist, sondern dass das Lernen wiederum in einem von uns didaktisch aufbereiteten, beschreib- und definierbaren Raum in Bezug zu Stoff, Lernziel, Unterricht, Lernfigur und so weiter stattfindet. So in etwa könnte so ein digitaler Lernraum aussehen. Und diesen Impuls möchten wir Ihnen gerne mitgeben, sich für diese didaktische Richtung zu öffnen, zu interessieren und uns ganz viel Anregungen zu geben, wie wir an der Stelle weitermachen können. Was wir als Erfahrung haben, ist, dass es unheimlich Spaß macht, in diesem Sinne wieder gefragter Experte als Lehrer eines Faches zu sein. Es macht unheimlich Spaß,
bei sich selber diese Expertise zu spüren und diese Lernräume zu füllen. Und dazu möchte ich Sie sehr herzlich einladen.